In meiner Arbeit mit Führungskräften erlebe ich immer wieder solche, die nach einem Command-and-Control-Führungsansatz führen. Einem Ansatz, der aus dem Industriezeitalter stammt. Einem Ansatz, in dem Mitarbeitende in allererster Linie als Humanressourcen gesehen werden. Und Ressourcen nutzt man und schöpft sie aus. Doch die Zeiten haben sich geändert. Junge Generationen kommen in die Unternehmen, die nach einer anderen Art von Führung verlangen und die auch eine andere Art von Führung brauchen. Vielleicht hilft das folgende Bild dabei. Als Führungskraft sind Sie eigentlich wie ein Gärtner. Sie haben einen Garten mit unterschiedlichen Pflanzen. Nun konzentrieren sich viele Führungskräfte in erster Linie darauf, Unkraut zu jäten. Sie sind mit einem Problemfokus unterwegs und erkennen deshalb in erster Linie Missstände, Fehler und Abweichungen und geben dazu entsprechendes Feedback. Ein Garten braucht aber mehr, um wirklich zu voller Blüte zu kommen. Er braucht nämlich optimale Bedingungen für jede einzelne Pflanze im Garten. Das heißt, einen guten Nährboden, genügend Sonne, Licht, Wasser und die richtige Temperatur. Sie wächst nicht schneller, wenn man daran zieht oder auf ihr rumtrampelt, sondern sie wächst dann, wenn man die optimalen Bedingungen schafft. Überlegen Sie sich als Führungskraft, wie Sie optimale Bedingungen schaffen können für Ihr Team und Ihre Mitarbeiter. Wie Sie die menschlichen Grundbedürfnisse nach Wertschätzung, Einflussnahme, Orientierung, Bindung und Freude bedienen können in der Zusammenarbeit. Wenn Sie als Führungskraft diese Bedürfnisse berücksichtigen können in Ihrer Führungsarbeit, dann schaffen Sie optimale Bedingungen, damit Ihre Mitarbeiter aufblühen. Und selbstverständlich dürfen Sie auch weiter Unkraut jäten. Doch aus Command and Control wird somit Command and Care. Mehr dazu finden Sie in meinem neuen Buch Durchstarten. Sie finden darin Tipps und Anregungen rund um die Themen Selbst- und Beziehungskompetenz in Führung, Zusammenarbeit und Kundenkontakt. Sowie die Essenz aus meinen über 20 Jahren Arbeit als Coach und Sparringspartner von Führungskräften und der Arbeit mit Flugbesatzungen und Passagieren aus aller Welt. Erhöhen auch Sie jetzt Ihren persönlichen Wirkungsgrad und starten Sie richtig durch.